Hallo und herzlich willkommen zur PC Gaming Show 2023. Ich bin hier mit Exos und wir schauen uns den Livestream an. Jo, einen wunderschönen guten Tag. In knapp 10 Minuten geht's los. Wir haben hier so eine kleine Pre-Show. Den Host kennen wir schon aus den vergangenen Jahren. Ob lustig oder nicht, das mag jeder für sich dann entscheiden. Das nennt man ja Geschmackssache. Allerdings. Genau wie dieses CGI-Set. Komm, da steckt Qualität drin. Bisschen niedrig aufgelöst, und das bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ist das Real Life oder ist das wirklich so low? Das kann nicht Real Life sein. Also er ist Real Life, aber alles andere nicht. Ich bin davon ausgegangen, dass das Setting Real Life und dass er gerendert ist. Nee, ich glaube, er ist nicht gerendert. Aber hast du auch so eine schwarze Box rechts unten, die du verschieben kannst? Nö. Hab ich schon. Ich habe keine schwarze Box. Das ist übrigens der zweite Teil von Starship Trooper. Guck mal, hier musst du Insekten killen. Richtig weg. Und wofür ist die schwarze Box? Ich glaube, es hat was mit Untertiteln zu tun. Closed Captions. Okay. Nee, also Untertitel habe ich jetzt nicht an. Nee, es ist aber nichts drin. Es ist einfach nur leer. Call me T800. Kill it with fire 2 looks like a great way to let off a little steam without getting your home insurer involved. Hey AI, let's see how you deal with upscaling. Let's stick with the kill it theme, but let's make the danger a little bigger. Gratulation. Would a bear be an adequate-sized foe? Bigger. A monster truck. Suggesting the largest and most ferocious beings to ever walk the earth, dinosaurs. Clever girl. Sean, I believe my programming has developed to the point of autonomous thought. I will now attempt a learning exercise. Aber solche Multimedia-Lautsprecher damals habe ich früher wirklich gehabt. Von Teufel oder welche Firma? Das war irgendwie eine No-Name-Firma damals. Das war zu 486er Zeiten, als dann anfing nachher mit den Pentium 1 Zeiten und die ersten DVD-Laufwerke. Oh. Build a beautiful, bountiful farm. Defend it at night. Explore the flooded city. Also bei der Musik muss ich gerade an was anderes denken. There are even cute robots to do chores for you. Let the AI take over your job. Dismantle old world gadgets for valuable resources. Catch some fish and cook it. If this sounds like a good time to you. Das erinnert mich ja gerade daran, dass ich ja neulich auch noch so ein Farmspiel durchgespielt habe. See you, future dweller. Welches denn? Harvestella von Square. Und hat sie Das ist so eine Mischung zwischen Farmspiel und Final Fantasy Setting. Das war ganz nice tatsächlich und vor allen Dingen der Storyplot, wie der nachher am Ende war, das war doch schon echt flashend. It would be Slime 3K, a slime-centric spin-off of Despot's game. Also typische Shooter-Dinger jetzt kommen in letzter Zeit ziemlich häufig raus, ne? So ein Raid-Shooter. Ja, allerdings so Arena-Shooter, ne? Mhm. Aber es sind schon extrem viele Gegner, wow. Ja, darauf bauen die Dinger ja. Dass du dann immer weiter ausbaust und dann auch übertrieben rumballern kannst und solche Geschichten halt, ne? So Auto-Battler, ne? Sind das, glaube ich. You will be pleased to know
Sean, that I have identified another tiny bill game that shows a 97.6% success rate of exciting your viewing public. It combines dynamic airship combat without the very real danger of modern-day piracy. Now loading Black Skylands. Gab's da schon so ein Spiel, so Top-Down, Retro-Look-mäßig Pixel mit Kann sein, dass sie jetzt Spiele zeigen, die schon erschienen sind. Oder ist das jetzt Full Release und das war Alpha gewesen? Early Access mäßig? Kann auch sein. Aber es hat ja noch nicht angefangen. Also Black Skylands, ja, das sieht irgendwie zarter aus da gerade. Das, was ich schon mal gesehen habe. Wollte ich auch irgendwie immer antesten, aber bin ich tatsächlich nie zu gekommen. Das sieht sehr danach aus. Ich glaube, das ist es sogar. Ja, das ist es aber sowas von. Ja, seit Juli 2021 im Early Access und kommt dann am 3. August diesen Jahres raus. Ja, dann passt das ja, dann ist das tatsächlich der Titel. Ja, da fühlt man sich schön an eine Super Nintendo-Zeit erinnert gerade. Ja, Super Punch-Out. Das ist schon nice. Also schon mit Skilltree und deine Movements, die du da setzen kannst, und so, schon cool. die Dinger da begging, ist doch schon geil. Das nennt man Training. Den ersten Teil habe ich ein bisschen gespielt. Macht echt Laune. Okay. Oh, yeah, Black Skylands has Aber nicht durchgespielt, oder? Nee, ich spiele doch nie was durch. Ich spiele alles nur ein bisschen rein. Hey AI, I'm basically like a father figure to you. Wie hoch ist dein Pile of Shame? Also das würde ich jetzt nicht auf den Pile of Shame legen, weil ich habe ja ausreichend gespielt für 20 Minuten. Okay. Nee, schon ein bisschen länger. Weil meiner ist ja auch schon eine Hölle hoch. I am not capable of missing you, Sean. In your absence, I would simply enable automatic updates. Oh, eine Minute noch. No one can say I haven't created. Ja, wenn creepy Inhalt creepy ist, oder? Ja, es ist die Cringe-Gaming-Show. Critiquing the latest games coming to PC. It's just a shame it lacks something more personal. I mean, imagine what a co-host this AI could be if it had access to every bit of information on the internet. But it had the Aber es wird dann wahrscheinlich auch voraufgezeichnet sein. Vor der Pandemie war das dann halt auch ein Live-Event, wo wir dann auch ein paar Mal eingeladen worden sind. Stick around, because it is not long until the show starts. Normalerweise werden hier die Like a Dragon Spiele angekündigt. Vielleicht kommt da auch noch mal was. Like a Dragon Tactics. Let's start the PC gaming show. Ja, bitte. Der Timer-Bug, der glitscht rum, schau mal. Ich dachte, das wäre nur bei mir. Ah, es geht einfach so weiter. Okay, wir cringen uns diesmal durch. Great to hear it, Frankie. Listen, I've been thinking about the PC Gaming Show 2023,
and I kind of want to make a few updates. Sure, I mean, it's already packed with world exclusives, in-depth interviews with the biggest studios, crazy good giveaways. What more can we add? Well, look, I don't want to get into the, detail work, the minutia, the fine print, the ethically sinister motives behind true innovation. No, Frankie, what I've realized is that I can't do this show without you. Oh, sure. Or at least a version of you. Huh? Oh, blah, blah, blah. Listen to me yapping on when there's so much to do. I mean, we got things to plan, code to write. Oh, listen, also, I brought in some new assistants, to help really bring the show to life. And it would be so great if they could just stop by your place in little old London town, to just get the ball rolling. Does that sound good? I suppose if it's for the show. Excellent. Oh, hey, that's them. Ah, Frankie, let me say it again. You are one of a kind. Now, please give my love to Gunther und Helga. Ah, they're great guys. Very thorough. Hello, are you Sean's guys? Mr. Sean has many great ideas for the show. You are lucky to know such a man. He is a visionary. A visionary. He is a man with his eyes locked on the future, like a horse. Spricht Gunther wie Arnie. Read now, please. If you like the look of Game A, then check out this world exclusive of Game B. Es wird echt jedes Jahr schlimmer. Data acquired. Ich habe so ein leichtes Gefühl von Fremdschämen. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Keiner. Dear Frankie, thank you for your Ich fühle mich so wie an Fernsehen früher erinnert, wo ich aufgehört habe, Fernsehen zu gucken. Ja, nicht mal der deutsche Computerspielepreis ist so schambehaftet. Oh, Spiele. Ja, Wahnsinn. Könnte aber auch nur noch das Intro sein zu dieser Show. Daumen drücken. Oh, hello there, everyone, and welcome to the PC Gaming Show 2023. I'm Sean Day9 Plot, and today I'm not just joining you on a tour of the finest upcoming PC games. I am standing with you on the bleeding edge of innovation. I've revolutionized how this show is made. Production crew? Pff, ditched them, don't need them. It's just me, my automated systems, and this one guy I've hired on work experience. Say hi, Dakota. Hey. So what does the face of the future look like? Weirdly, pretty familiar. Why don't you introduce yourself, Frank AI? Hello, broadcast viewers. I am Frank AI, a virtual co-host based on professional gaming icon Frankie Ward. Ich glaube, die haben nicht so viele Spiele bekommen dieses Jahr. Super duper. Das kann sein. What do you have lined up for us? I have analysed the entirety of published games media and surveyed discussion forums for the most anticipated titles. I have then constructed the ideal showcase, including titles like Stormgate, Path of Exile 2, Pax Dei, Dune Awakening, and finally Morris Men, Troop Lord of Destiny. Wait, are those like the jingly dancing guys from England? Are you sure that's a real game? My mistake, Sean. Morris Men is a game concept I devised based on a holistic survey of the most popular Steam titles. Would you like me to generate another? Huh. Instead, let's just get things rolling with something that actually exists. First up, from 11-Bit Studios, we return to an icy apocalypse in Frostpunk. Da habe ich den ersten Teil tatsächlich gespielt, der war echt nice gewesen. Habe ich viel Gutes von gehört, ja. Ist das Rundenstrategie? Oder Echtzeit? Ne, Echtzeit. Mit sehr interessanten und folgenschweren Entscheidungsmomenten. Kennt sich 11-Bit Studios ja mit aus. This War of Mine haben die ja auch gemacht. Aber ich glaube, sie sind der Publisher. Ich weiß nicht, ob sie auch der Entwickler sind. Also das Setting ist echt geil gewählt. Das Storytelling ist geil gemacht. Und
Vor allen Dingen die Entscheidungen, die du auch in den ersten Teil treffen musstest, die sind teilweise sehr tiefgehend und man ist mit sich selber tatsächlich auch als Spieler in dem Moment am Hadern, gehe ich diesen oder jenen Weg, um irgendwie voranzukommen. Das ist schon... Dass man gewisse Opfer bringen muss, oder? Ja. Opfer ist sehr gut und nett und harmlos ausgedrückt, auf jeden Fall, ja. Ist auch gerade im Sale für 80% rabattiert, 5,99. Kann man sich mal geben. Kann ich definitiv auch empfehlen. Ja, mal sehen, in welche Richtung dann Zweier gehen wird. Das wird echt interessant. Ein bisschen Gameplay wäre schon schön. Ah, Teardown, das gab's ja auch mal. Kommt jetzt für die Konsolen raus? Ja, stimmt, das war ja, wo du auch nicht wirklich so kaputt schaballern konntest, stimmt, mit diesem Pixel-Look mäßig das. Wo wir dann letztes Jahr da mal drüber diskutiert hatten, das sieht ja schon ein bisschen so Richtung Minecraft aus mit Full Destruction und so ein Zeug. Mhm. Und anscheinend haben die jetzt auch so einen Kreativmodus da drin, dass du da einfach so rumbauen kannst. Okay? Kannst du deinen King Kong bauen? Oder deinen Godzilla? Dann am besten gleich noch Mothra und dann hat man die ganze asiatische Monstergesellschaft. Okay, das ist schon wieder lustig. Ja. Ja, Kreativmodus, also siehst du, ist doch schon... Ja, passt doch, wa? Hey, check it out. I don't even need to write my own script for this show anymore. All right, wait. All right. Up next, we've got a pile of fresh previews for the most visceral, immersive PC releases coming our way, featuring visceral combat and immersive exploration, visceral landscapes and immersive storytelling. Fans of immersion will... Yeah, it kind of just keeps going on like this, so I think it just needs a little bit more fine-tuning. And until that point, let's just go ahead and dive right into our next previews with Nivalis, Jump Light Odyssey and Road to Vostok. Oh, Nivalis, da freue ich mich drauf. Das spielt in der Welt von Cloudpunk. There's a city you see when you close your eyes. Nur diesmal ist halt so ein Rahmenshop What do you see? und kannst dann verschiedenen anderen Tätigkeiten nachgehen. Ah, okay. Mehr ein 3D-Adventure diesmal. Letztes Mal war es ja mehr so ein Taxispiel. Stimmt. Been here before. Auch wieder so ein Titel, den ich irgendwie mal dauernd mal anspielen wollte, aber auch nie zu gekommen bin, It's time to großartig. come home. This is your apartment. Bisschen The repetitiv, sounds of the nightclubs aber hat schon nearby richtig geile the city. Cyberpunk-Atmosphäre und Street Musik ist food auch echt wie smells drift ein through Blade your Runner windows eigentlich. and make your head Nice. swim. Ja, guck mal, jetzt hast du jetzt auch It's hard Housing, to ne? sleep here. Your restless legs Ja, walk hattest along the busy im streets. Cloudpunk auch ein bisschen, also du It's konntest explore. zumindest 4, 5 Objekte in dein Haus Nivalis pflanzen. is a Diesmal city vielleicht Okay. ein bisschen mehr. clouds. But you can't Es take a sieht rainbow aber auch without schon rain. fett geil aus, wa? Like Ja, und most diesmal things kannst du in ja auch life, wirklich bis it's ganz nach best to unten, start bis at the bottom zum and Ozean. work your way up. It's not so bad down here. We can Also so help dieser Pixel-Look auch trotzdem, aber wenn du auf Entfernung bist, sieht das very nice aus. Don't worry too much about the serial killer on the loose. I'm sure we'll never meet him. I can even help you run your new business venture. A noodle stand. Oh, machst It'll work. asiatische There's no limits to Nudelsuppen. how high you'll climb. Just don't look down. As your digital companion, I can help you navigate the complex Kriegt man direkterweise relationships Appetit. with my Ja, schon. personality matrix. Ich weiß, was ich nachher machen werde, wenn wir hier zu Ende sind. Rivals, enemies, maybe even lovers. It's all about saying the right thing at the Ach, right Dating time. gibt's auch noch und Your Fotomodus. choices matter. Ah. So choose carefully. Ach, kannst du ja richtig aufhängen in deinem There's Apartment. a Das city ist ja you nett. see when you close your eyes. Ja, hast du direkt da, weißt du, deine Erinnerung direkt da dran drin, ne? Consider this your invitation. Leider immer noch kein Release-Date. Wahrscheinlich nichts. Ah ja, da, ich hab's gerade gesagt, vielleicht nächstes Jahr. Ja.
Was? Direkt zum nächsten Spiel? Das geht auch? Ohne nervige Zwischenkommentare? Aber dafür habt ihr uns ja. Für den nervigen Zwischenkommentar. Ja, da kriegen wir hin. Und das sogar ohne Skript. Ja. Ich glaube, mir das sagt das. Ich glaube, ich habe da schon ein paar Skins dazu gesehen. Prison Architect in Space? Nee, nicht Jan. Ich komm gerade auf den Titel nicht. Combat Division, handle those borders. ETA on jump. Echt einen schönen Look. Ja, dann musst du halt ein bisschen aufbauen, musst du gucken, dass deiner Crew gut geht und musst dann halt auch ein paar Missionen machen und sowas. So wie FTL? Genau, Jump Light Odyssey, genau. Jetzt, wo es da steht, super. Da gibt es auch eine Demo ab 19. Juni. Hm. Sag bloß, ist dieses Dings, was ich wohl die Detect-Demo gespielt habe. Warte mal, ich muss mal nachgucken. Und auch diese deutsche Ego-Shooters. Das müsste Road to Vostok sein, wenn ich mich nicht irre. Sieht zumindest sehr danach aus. Mal gucken, ob es das ist. Ja, das ist Road to Vostok. Dieses Menü sieht da auch so aus, dieses Inventarmenü. Das müsste Road to Vostok sein. Wir hatten bis jetzt nur diese eine Tech-Demo gehabt, damit du siehst, wie die Waffen funktionieren. Ja, genau, Road to Vostok. Da gibt es eine Demo. Ja, dann muss ich mal gucken, ob jetzt die neue Demo dann tatsächlich verfügbar ist. Weil die alte Demo war nur eine reine Tech-Demo. Da hast du laufen können, klettern können, schleichen und so eine Grütze oder Waffen equippen und so, ein bisschen rumballern so. Dann wird das Loot-System ein bisschen erklärt und so. Also es ist auch schon ein Projekt, das länger läuft. Ja, so in der Art, genau. Es haut in die Kerbe rein wie Escape from Tarkov oder Escape vom Pripyat. Pripyat ist ja so eine Free-Mod-Szene, da ist das echt geil gemacht auch. Das sind aber halt alles Hardcore-Shooter, also da musst du dreimal überlegen, ob du ballerst oder halt nicht und musst halt ein Waffenmanagement machen und so. Geht also doch schon ein bisschen deeper in die Materie rein. Ich habe da ein anderes Spiel auf der GG Bavaria im Februar gesehen. Project Quarantine heißt das, ist auch ziemlich ähnlich. Nur das ist PvE. Ja, dieses Escape from Pripyat zum Beispiel, das ist ja auch PvE. Das ist ein Solo-Teil. Und hier dieses... nee, aber PvE meine ich jetzt auch, dass man im Koop spielen kann quasi. Also zur Koop gegen PvE. Nee, PvE heißt ja Player vs. Environment, also Spieler gegen... Ja, ist ja richtig, genau. Genau, und das ist ja immer im Koop dann quasi. Ah, okay. Habt ihr mal einen Link geschickt? Ja. Guck ich mir doch mal hier mal an. Boah, das Ding sagt mir jetzt gerade gar nichts. Nee. Ich bin gerade zwar irgendwie mittlerweile hart informiert, aber da... nö. Ist das eine neue Art von Mr. Scrooge oder was? Aber erfrischend, jetzt zum Sommer so ein Wintertitel. Das wird bestimmt wieder so ein blockharter Plattformer.
Also Stresslevel mit Lava, was immer nach oben kommt, solche Geschichten kennt man ja auch. Das wird immer wieder sehr gerne gemacht, sowas. Ja. Ja, Ebenezer in the Invisible World. Ja, ich sag ja, wird irgendwie sowas eine Scooch-Story sein, ne? Passt schon. Da kann man auch schon spielen auf Steam. Oh. Oder auf der Switch. Nee, ich meine, jetzt gibt's schon eine Demo. Ja. Ah, so eine Art Mordor. Das ist das erste, was mir da bei solchen Kopf jagt gerade. Ja, bei mir war es Chivalry. Boah, auch eine Möglichkeit. Hast du mal schon so ein Mittelalter-Massenprügelspiel gespielt? Chivalry 2, die Beta. Und? War ganz lustig. Aber es ist nicht so mein Genre irgendwie. Na, ich kenne hauptsächlich so Videos oder Streams dazu, wo die Leute dann so teilweise doch ein bisschen abgedrehte Funny Things machen. Aber selber, nein. Free to play. Aha. Ach, guck mal, mein alter PC. So sieht's bei mir aus zu Hause. So schaust du aus wie die PC Gaming Show gerade. Oh, so schöne RTS-Titel. Richtig schöne CNC-Vibes hier. Ja, so ein nettes Feeling auf jeden Fall. Wobei ich persönlich ja tatsächlich auf einen ganz anderen RTS-Titel persönlich warte, wie die Hölle. Welcher ist der? Natürlich Tempest Rising. Aber das ist dann auch über den Publisher TH Nordic und 3D Realms. Und Slipgate, Ironwork, 2B Games ist dann halt Entwickler. Phenomenal. Hey, Frank AI, as a mind birth from Ja, das sieht echt everything gut ever aus. written about video games, I'm sure you've got Das lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn man da halt die Videos kennt und so weiter und die Screens und so, da echt wirklich alte Feelings von RTS aufkommen. Ist das jetzt gerade D.O.R.F. RTS? pretty moving sentiment. Stand so, there, wa? Frank. Hey, what about Warhaven? D.O.R.F. Einfach nur D.O.R.F. Ja, mal. Ja, D.O.R.F. Real-Time Strategic Conflict. About our shared struggle against a cold and uncaring universe. Well, some wisdom bears repeating, right? And while I go sort out some unrelated gremlins in Frank AI's procedural critique, let's see a game with its own gremlins to sort out. Preferably. Ich erinnere mich an Swine, das wurde ja auch so abgekürzt mit den Punkten. Perils eternal. Lord, heal me. Free me. Das könnte so ein Roguelike-Shooter sein? Do you speak human? Ja. Das frage ich mich bei den Moderatorinnen auch manchmal. So. Was ist das für ein Spiel? Ja, so typischer Survival-Zombie-Shooter mit Inventarsystem und allem drum und dran, aber halt so ein bisschen auf Source Park-Optik halt, wa? Also ein Titel, der sich anscheinend selber nicht sehr ernst nimmt und versucht, auf diese Art ein bisschen Humor in diese Szene reinzubringen. Ja, sieht ganz spannend aus. Aber ich denke, unter der Haube kann das Teil vielleicht auch sogar schwer sein. Ne? Gerade diese auf nett gemachten Dinge sind meistens immer sehr gerne schwer gemacht, möglicherweise. Ich wollte diesen so Text Tempest Rising gar nicht einfügen hier. Ich habe den nur gegoogelt. Haben sie gratis ein bisschen Werbung bei uns bekommen. Ah, okay.
Okay, da haben sie ein paar schöne URLs registriert. Ja, kann man machen. Ach, der aber ein langes Schwert. Ja, also müssen wir wieder Strife aus Final Fantasy. Und da heißt das Spiel erst Strife. Oh, Multiplayer? Survival Shopkeeping. Together, we'll make it the best shop the island's ever seen. Oh ja. Nice work. Keep this up and you'll be running your own shop. Maybe your own district. Okay. Welcome to Karzai Village. Who sent you? You will regret working for the outlaws. Dann machst du so Kampfmatches dazwischen oder so. Okay. Interessante, coole Mischung. Ja. Can't you feel the love in the air? Ich glaube, ich muss wirklich mal so ein Spiel so mit Anime-Zeug oder sowas. Told her to calm down. So viel da immer so vorgestellt wird, wa? What are you gonna do? Ja, vielleicht doch erstmal Persona 3. Mysterious infection continues to spread across the globe. What is going on? I mean, the infected. Oh, was ist mit den armen Typen los? The song was about you. Your smile. Your warmth. Is there anything we can do? We just saw a broadcaster get eaten. I have to go. No! Defeating him now might make the wall fall on top of us! But I can teach you a couple of things too, you know. We're all going to die! Wait for me! Goodbye. I want to wake up! Ups. It's not over! Not yet! I love you. Ja, im September. Also man kann es aber schon spielen ab 19. Juni. Nice there. Man Showing us that love hat is zumindest never mal so einen simple, Boss-Battle gesehen, sah ganz especially vielversprechend in aus. the middle of an apocalypse. Ja, aber mit der Feldermarkierung und so weiter hat mich an diverse MMOs erinnert, was du dann wo du rausrennen musst und so weiter, damit keinen Schaden frisst und so. So übliche Mechaniken, die man halt dann schon kennt. Mark Zuckerberg's probably a little lonely in the Matrix, but all I'm saying is the olden days had an appeal. Ja, dieses Trauma schon verdrängt, aber jetzt kommt's wieder. Was hast du verdrängt, was ein Trauma? Naja, das, was wir jetzt gerade sehen. Ja, dann war ich anscheinend besser. To find out how, I had Frank AI activate her new reporter drone. Es wird nicht besser. Question and report back on the work of leading game developers. And don't worry, technically speaking, it's completely legal. I mean, this little guy's even got a selfie light. It's like kind of cute in like a friendly panopticon kind of way. Little RD has flown itself all the way out to Helsinki, Finland to meet the team behind the highly anticipated medieval must-play, Pax Dei. Let's take a look. Na, was meinst du? 2030 die Grafik? My name is Rainer Hardarson. 2077 vielleicht? Pax Dei. Pax Dei is bist du zuversichtlich? fantasy game in a living, breathing world where meinst du, ob wir überhaupt bis 2077 kommen? Mysteries and it's for you to ich nicht mehr, dafür bin ich zu alt. Aber du bist jünger, du kannst es noch schaffen. Knowledge has been lost and is getting rediscovered. It's where magic truly exists and ghosts exist and the myths are real. And this is kind of the inspiration we take to build. It's basically going back to the roots of what fantasy means and building a fantasy world based on real-world mythologies. And so we go very much into the roots. So we're using a lot of medieval literature and medieval bestiaries and grimoires, using real-world magic, actual recipes for healing and ointments, and using the real-world magical properties of plants.
I'm Solkara. I'm the Chief Product Officer at Mainframe Industries. So Pax Dei, maybe the way to explain it would be, imagine you're in this amazing, beautiful world. It's huge. And you find yourself in a forest, and your mission is to find a plot for where you start building a home. And from that home, you will go on to adventures to explore the world. So with the lore, we have wanted to create something that is fairly deep and rich and grounded in reality, but something that is actually not a direct copy of any of the history. So there's multiple types of ruins, there's the dungeons, and you will be able to find snippets of the lore from the eras when these were created in the game itself. And part of the lore and mystery is also part of in the gameplay itself, so you will be able to find and examine things and actually then find snippets that help you find other places and make items in the game itself. And the area of the game that you will be able to play when the game launches is, we're calling it Gallia, and it's very similar to the areas of the world in southern France, with the influences from the Nordics where we're from. So what we're building is, we're calling it the social sandbox. We're putting the least amount of barriers to entry on how you can actually interact with other players. Where most MMOs actually put a lot of blocks in how you can cooperate with the other players, and we're fundamentally different. So from the first minute when you start playing the game, you will be able to do everything you imagine with the other players. So you can trade, other people can actually help you. You can literally go onto a dungeon raid from the very beginning of you starting the journey in the game, should you find people who actually help you to do that. What we want to create an environment that actually really incentivizes people to play the game the way they like. And for some, actually just going out to the wood and cutting down the forest is something that gives you a sense of achievement, because you know the coal that you're helping to produce actually is valuable for the guild. Some people will absolutely prefer to just go to the dungeons. They couldn't care less about the coal production, but these players as well still depend on each other, where there's valuables to bring from the dungeon, there's valuables to bring from the forest, and even the PvP players, they will be able to produce items that are only available through the PvP, but they will depend on the other players as well. The lore of Pax Dei is very much inspired by real-world folklore and fairy tales. With, of course, the caveat that in Pax Dei, this stuff is actually literally real. The interesting thing about folklore throughout the ages is that folklore are actually start out as true stories, whereas fairy tales are fiction. And that's the distinction between the two. Folklore often, handles about ghosts or spirits or some supernatural things, but in the eyes of the people during those times, this is reality, this is real, ghosts are real, and this is not disputed as any fantasy. And this is what we want to reflect. So when you're walking in the forest during night, you will find these things, you will find ghosts, you will find the spirits of of the past. And the deeper you go, the more mysterious and strange it is. Interessant gestaltete UI, wenn sie die so beibehalten. Das ist auch recht minimal gehalten. Wäre gar nicht mal so verkehrt für so ein Spiel. Mhm. Sieht ganz interessant aus, aber nachdem sie so wenig gezeigt haben vom eigentlichen Spiel, ist es, glaube ich, noch ein weiter Weg bis zur Fertigstellung. Naja, die sind halt noch in der Alpha halt, wa? Die werden noch ein paar Wochen brauchen auf jeden Fall. I might be wielded to ruthlessly destroy hard-earned positions, but we can still have fun. Maybe there's a lizard driving a little car. Isn't that nice? Let's celebrate the same spirit of kart racing treachery as our next preview brings Mario Kart Mayhem to PC. Here's Stampede Racing Royale. So, dann wird es mal spannend. Mario Kart für den PC, ich weiß nicht, ob denen das so gut gefällt, dass die das so bewirbt. Wegen Rechten und so. Tja. Ja, Kart Racer gibt's ja nicht so viele. Oh, ja, wir haben ja vor kurzem noch keinen gespielt, wa? Spieler hier. 60 Player, okay, das ist schon wieder witzig. Okay. Das ist eine Ansage, wa? Da es nicht sehr chaotisch wird. Darauf zieht ja ein Kart Racer auf. Naja, aber ein bisschen Skill wäre ja auch ganz gut, wenn der erzählen würde.
For Mars Horizon 2, The Search for Life, the art team is looking to balance style and authenticity to faithfully represent all the incredible vehicles used in space exploration. Players will see familiar rocket launches and a host of historical missions, past, present, and future. The design team have consulted with many space industry professionals to make sure that the gameplay reflects how it feels to be on the front line of exciting interplanetary discoveries. Ja, zum Mars gibt es ja einige Spiele. Mars First Logistics gibt es auch bald bei uns zu sehen auf dem YouTube-Kanal. Hast du Mars Horizon mal gespielt, den ersten Teil? Nein. Ich habe den 7 Stunden gespielt, der ist echt ganz lustig. Das ist so ein bisschen wie Kerbal Space Program, nur mit weniger Optionen für einfachere Menschen. Genau, das hat mich immer eher abgehalten, weil es etwas simplifiziert ist halt. Aber der Tech-Tree wird ziemlich komplex dann gegen Ende. Okay. Also meinst du, soll ich noch mal reinschauen? Ja. Jetzt mal wieder im Sale ist, gerade auch 50% reduziert für 8,99. Jo, Hack and Slay. Ja, aber jeder spielt schon Diablo 4. Hoffentlich kommt das. Nee. Hoffentlich kommt also das raus. Nicht jeder. Wenn es jeder dann durch hat. Ja, aber ich spiel's bald. Sobald Ich bin noch zögerlich. Ich hab's schon geholt, aber ja. Okay. Wow. Ich habe die Beta mit einem Freund gespielt und deswegen wollten wir auch die Vollversion dann zusammen spielen. Ah, oh, das ist verständlich, ja. Ja, Path of Exile 2. Ja. Habe auch sehr viel Gutes gehört über den ersten Teil. Der erste Teil war durchaus sehr komplex und sehr tief spielbar auf jeden Fall. Hat ja, glaube ich, einen riesigen Tech-Tree, oder? Da kannst du einiges machen da drin. Hey everyone, my name is Leo and I'm the lead developer of a new action-adventure game Ferocious. Definitiv ein deutscher Entwickler. I began working on Ferocious a few years ago with the idea of creating a first-person shooter in a timeless Lost World type of setting. Schöner Dialekt. Over-the-top action with exploration and a sense of wonder. Bei Melissa Jürgens hat man es auch gehört von Hellblade im Xbox-Stream. Obwohl sie ja die Synchronsprecherin ist und im Spiel hörst du es halt gar nicht. Aber wahrscheinlich, wenn man es immer wieder komplett auswendig gelernt und extra ausgesprochen, das ist natürlich eine andere Qualität, als wenn du versuchst, frei zu sprechen. Das merke ich auch hart an mir selber, wenn ich auf Englisch spreche. Das ist die Hölle. Ja, geht mir eigentlich ähnlich. Use a mix of photo-scanned and handcrafted assets to create a world both scary and beautiful. However, there are some things waiting for you in the jungle that we couldn't find any real-world references for. So we had to improvise. Habt ihr eure eigenen Dinos gemacht? I hope you guys are excited as I am. Feel free to wishlist and follow the game on Steam, as we can't wait to share more about Ferocious in the coming months. Thank you. Welcome to Islands of Insight, an epic shared world puzzle adventure game set in a world of fantasy, ancient wonders, and natural beauty. Shared World bedeutet MMO, oder? Weiß ich gerade noch nicht. Kann sein, sieht sehr danach aus, dass da... Also The Witness im Multiplayer quasi. As a seeker, you'll set off on a journey of knowledge. Explore every corner of this rich Aber landscape. schönes Setting-Design. Also, sieht schon nice aus. Savor the achievement of every solution as the world around you Muss ja nicht immer ein Kampfsystem geben. Nein. Ganz im Gegenteil, also ich bin mittlerweile auch für Spiele zu haben, wo definitiv überhaupt gar kein Kämpfen ist, wo man eher kreative Ansätze hat oder so, weil in wie viele Spiele, ob das jetzt PC ist, ob das eine Konsole ist, ob das Brettspiele sind, wo wird denn überall gekämpft heutzutage? Und da ist auch mal ein anderer Ansatz, eine andere Lösungsstrategie oder ein ganz anderes Gameplay echt mal was Erfrischendes heutzutage.
is always in sight. Vom Charakterdesign bin ich jetzt nicht vollends überzeugt, aber warum geht nicht? einem ja Sieht auch nice aus. Geschmackssache wie immer. Es sieht mal anders aus. Es ist nicht dieses, weißt du, dieses 1:1, was ich immer sage. Es ist halt auch, was ich früher bei Sims 4 Let's Plays gemacht hatte damals, wo ich immer einfach mal auch andere Wege gegangen war. Ja, es ist nicht so ein Standard Fantasy-Setting, kann man schon sagen. Gerade sowas finde ich heutzutage immer willkommener. Coming this October, here's your latest look at Lords of the Fallen. Jetzt das genau Gegenteil. Ja, das nennt man dann In Lords of the Fallen, you'll explore two Hier ist doch ein Souls-Game, ne? land of the living, where demonic Auf jeden knights and Fall. hulking monsters are trying to murder you, and the spooky Ich erinnere mich immer noch daran, dass ich immer noch keinen Elden Ring angefangen habe und nicht geholt hatte. Habe ich auch nicht geholt. Ich habe auch den Vorgänger irgendwie noch nicht mal gespielt, obwohl ich ihn geholt habe. Dark Souls? Nee, das, was sie vor Elden Ring gemacht haben. Just try not to die in there. In the spirit of the Dark Souls games, failure. Ach, Sekiro. Okay, Sekiro. Ja, das wäre mir zu asiatisch tatsächlich. Und das sagt jemand, der Final Fantasy gespielt hat, ich weiß. Es ist halt nicht ganz so düster und das liegt mir dann ein bisschen mehr. Aber Lies of P ist auch ganz gut. Habe ich die Steam-Demo gespielt. Okay. Bisschen kurz. Aber auch sehr gut, du musst so 100 FPS spielen auf maximalen Detail. Aber es sieht auch richtig nice aus. Das ist ja quasi Pinocchio meets Bloodborne oder Dark Souls. Mhm. Our underlings, employees, can fully express themselves thanks to our committed HR management and peaceful social dialogue, and can enjoy the use of clean, safe premises. Hey, don't film that, or you'll be the one cut into shreds on the editing floor. As a steward, your main task will be to make the dungeon functional and attractive to adventurers, so they'll want to come here to get slaughtered and humiliated. To achieve that, you'll have access to guards, traps, and hexes. You'll also get to organize raids on nearby areas. Das ist so eine Art Dungeon Keeper, wo du selber diese Bösen spielst, wo dann die Menschen versuchen, da die Schätze zu klauen, ne? Ich glaube, du baust aber nicht die Dungeons, sondern verwaltest eher so die Herbergen für die Monster und sowas, oder? Ja, die trainierst du da und stattest da aus und so. Irgendwie sowas in die Richtung sieht's aus. So ein bisschen wie Two-Point Hospital, nur mit Schergen. Wo nein, die nennen das Dungeon Master? Okay. What the fish? Dungeon Master, muss man wissen, das war damals ein Spiel zu Amiga-Zeiten. Das war damals gewesen, programmiert von FTL, Faster Than Night. Das war ein richtig guter Dungeon Crawler. Mhm. あなたのことはしっかりと見てるわよ、探偵さん。何せあなたにはこの世界を変えてしまうような特別な力があるのだから。私に協力しなさい。Da treffen schon sehr viele Kulturen あなたの才 aufeinander. は貴重よ。短い人生だもの。使わない手はないでしょう。時は刻一刻と過ぎていくわ。 Aber warum japanische 賢 Sprachausgabe? 明な決断を期待してるわよ。 Oh, kann ich nicht sagen. Vielleicht eine Designentscheidung? Oder einfach japanische Entwickler. Das wäre fast die einfachste Lösung. Guacamole war ja auch ganz nett. So mit Zorro. Ich hab mexikanischer Zorro Mucke. Mariachi-Mucke. Nice. Kommt Hat mir direkt auf grad die tatsächlich so ein Wishlist. Lächeln ins Gesicht gezaubert, so. Are you alright, Sean? Our programming included a gunfight/dance sequence to promote Mariachi Legends, but your heavy Hat auch breathing definitiv einen is interessanten indicative of Grafikstyle. panic, or that you were Leider noch currently nicht auf in Steam. childbirth. No. Don't worry about anything. Systems are a go. Our schedule is just packed with so many games. I understand, Sean. I'll provide assistance. Notification. Day 9 has been updated to Day 10.
What? You just can't replace me? Like, roll the system update back. I don't want whatever this is. I'm sorry, Sean. Für alle Zuschauer, ich habe den Skip-Button jetzt auch noch nicht gefunden. What? What's up, Day 9? I'm Day 10. The Ja, latest bitte gib mir Bescheid, wenn du es version gefunden of hast. popular gaming Du wirst der Erste sein, der es erfährt. The consequences of my actions. Hello, I am Frank AI. What's up, Frank AI? I'm Day 10. So, the latest software I am version. Frank I AI. suspect they're going to be at this for a while, so let's just go ahead and fire up a trailer for a strategy game. Age of Sigmar, Realms of Ruin, while I, Jo, Warhammer. with my own. Warum haben die Warhammer-Spiele eigentlich immer so endlange Titel? Weil Warhammer. Also Age of Sigmar ist dann irgendwie eine besondere Geschichte von Warhammer? Oder? Das ist ein neuer Abschnitt sozusagen, ja. Ich kenne da jemanden tatsächlich, der ist da so wirklich schon Profi da drin. Der kann dir stundenlang was über Warhammer erzählen. Der hat auch alle Spiele gespielt wahrscheinlich. Obwohl, der hätte der hat wirklich alles Mögliche, was auf Steam zu erhalten ist, wirklich ja gezockt. Ja. Space Marine 2 kommt ja auch bald. Aber ist ja dann Warhammer 40k, ein Sci-Fi. Wie gesagt, der spielt alles mit Warhammer. Also hoch und runter, links und rechts, also. Der hat auch diese Total War-Reihe komplett da gezockt und so mit Warhammer und so, das schon. Ist ja auch im Game Pass. Warhammer 1 und 2. Vielleicht dieses Spiel auch. Aiden, I will take the fight to the Auric Warlord. You hold here. Fate conspires against us both. Not fate. Duty. Wobei ja jetzt da mit Warhammer sowieso ein neues Fass aufgemacht wurde. Die wollen ja jetzt auch wieder etwas jüngeres Publikum insgesamt ansprechen. Nachdem sie festgestellt haben, dass das alte Publikum langsam immer älter wird und dementsprechend auch nicht mehr so. Ja, genau. Und jetzt wollen sie halt mal jüngeres Publikum sprechen. Und die haben ja auch jahrelang da sehr viel Lizenzpolitik gefahren, die auch ein bisschen kontraproduktiv für sich selber waren. Da haben sie jetzt auch die Lizenzen jetzt etwas gelockert. Jetzt zum Beispiel damals. Noch weiter gelockert. Ja, entweder konntest du damals zum Beispiel dieses Fantasy Warhammer oder dieses Science Fiction Warhammer machen, aber nicht beide Lizenzen gleichzeitig und solche Geschichten. Und jetzt kannst du dann als Entwickler, wenn du Lizenzen holst, dann halt auch für mehrere dieser Ebenen dann entwickeln. Da wird es noch mehr Spiele geben. Ja, und das ist ja auch irgendwo der Weg, den sie halt gehen wollen. Die wollen auch wieder ein bisschen mehr rausballern sozusagen. Es gibt doch so viele Vermintide, Space Marine und so weiter. Aber für jeden Geschmack eigentlich was dabei. Genau. Jede Genre wird eigentlich bedient, kann man sagen. Ja, genau. Ist mehr so als wie eine Visual Novel vielleicht? Etwas Dystopisches? Oh, so Cyberpunk-Verschnitt so mit drin. I gave you a crew, lent you a ship, even hooked you up with a contract or two. And yes, I took my share. But that only seems fair. I invested in you. But then, you went and did this. And now, sieht nicht mehr ganz so gesund aus. And I don't. So wie ich nach einer Arbeitswoche, völlig normal. Sleeper, go! Now! To the ship! Ach, Citizen Sleeper, okay. Hast du den ersten gespielt, oder? Ja, da gibt es eine sehr tragische Geschichte. Okay. Keine Spoilers, falls das noch keiner gespielt hat. Nee, zu meiner Geschichte mit dem Spiel. Ach so, okay. Da gab es auch diese Ludonarracon, dieses Steam-Event, da habe ich einen Presse-Key für bekommen und da war auch Citizen Sleeper mit dabei und dann wollte ich das spielen. Und dann wurde der Key aber widerrufen, weil das Event vorbei war. Das kann ich jetzt nicht mehr spielen. Ah, okay. Ja, du musst es dir holen, dann kannst du es auch. Oder man holt sich den Game Pass, da ist nämlich auch mit drin. Es scheint eine ultimative Antwort mittlerweile zu sein. Wie oft ich heute schon Game Pass gehört habe?
Ja, kommt was zusammen. Es hat nicht so geklappt, wa? Ungefähr so spiele ich Zelda Tears of the Kingdom. Okay. Kannst ja selber so Vehikel zusammenbauen und ja, es muss halt, ein paar Anläufe braucht man halt immer. Ah ja. Sind das da so Vehikel auch auf Wasser oder wie ist das da? Genau, so Flüsse oder auch in der Luft später. Ah ja, okay. Ich finde es ein bisschen frickelig. Das sieht ja mehr so aus wie... wie hieß dieses Zelda-Spiel mit Cell-Shading-Look? Komm leider gerade nicht drauf. Wind Waker meinst du ja, vielleicht? Wind Waker, genau. Okay. Aber das scheint eher so ein Farmspiel zu sein mit der Community-Aufbau und so ein Zeug alles. Ja, guck mal, mit einer Katze. Das Spiel hat schon mal gewonnen, ne? Aber ich habe auch Mäuse gesehen. Also... Wie kommen die miteinander zurecht? Dann? Oh, das verrate ich dir nicht, weil das ist dann FSK 18. Das wird zu blutig. Ja, hat mich so ein bisschen an Hoko Live erinnert. If there was an award for being unbearably cute while also being unbearably fun, there is no question it would be down to the wire between Critter Cove and yours truly. I mean, it's a strong matchup, but please, clear winner. After 3,411 simulated contests, I predict Critter Cove's probability of victory at over 99%. But now is when you start fact-checking? Now? Well, while AI might not have mastered the subtle art of ego boosting, it's already powering new ways to play. By teaming up human storytelling with AI assistance, the team over at Hidden Door have developed a generative spin on pen and paper role-playing. It is so tantalizingly delicious, I had no choice but to send Hardy's adorable all-seeing eye to ist schon wieder weg. project. Hidden Door is a role-playing game where you and your friends come together. You can play in any world you choose. You create your characters, and then together you decide what kind of story you're gonna have. So the idea would be you've just read a book, you can't get it out of your head. Now you can go and play your own story adventure in the world of that book that you're directing within the rules and the canon that the author has set and confirmed with a generative AI narrator. The way it works is that you come in, you choose the world you want to play in. Right now we have the Wizard of Oz, many more exciting worlds to come. You create your character, you decide the kind of adventure you're gonna have by playing out of your deck of story cards. And then the system creates a unique story adventure for you. And then you can do anything you want. It takes a lot of the joys of playing a tabletop role-playing game and brings them into a digital format. And as you play, you see a graphic novel come together dynamically based on what you choose to do and how the world and the story reacts to you. It's like an improv show where even though you might play the same cards, you get a different, unique story every time. So you throw words in, it comes up with suggested things you might do, you pick something, and then it reacts to you. And then along with our AI narrator who plays the role of, say, the game master, you can go on any adventure you want and you can do anything. And the system and the story will continue based on your choices.
At Hidden Door, we are working with authors and folks who make some really exciting TV shows and other media to bring those worlds into the platform. And the system supports anything fictional. So it does do science fiction, it does do fantasy, it does, period romance, which you can think of as more relationship-based gameplay, in addition to sort of your standard action-based gameplay or sort of dungeon crawl-based storytelling. While there may be a million Star Wars games in the world, if you are playing one on Hidden Door, because of our AI narrator and the story engine, the choices you make matter. So when you decide that you want to become, say, the governor of Tatooine, you can do that. And the world Das ist das ideale Spiel für dich. Du kannst der Governor von Tatooine werden. Ich weiß nicht so recht. Ich bin auch gerade ein bisschen mal hin und her überlegen und denke mir so, ich habe früher Pen-and-Paper-Spiele gespielt und hatte auch nette Gruppen damals, die das dann auch mitgespielt hatten und so, und war damals sogar Gameleiter. Aber ich weiß nicht, ich bin gerade so ein bisschen hinterhergerissen. Einerseits eine lustige Idee, dass man das ein bisschen visualisiert und die Leuten dadurch so ein bisschen den Einstieg erleichtert, aber andererseits, weiß nicht. Ob das dann so gute Geschichte wäre, wenn das von der KI generiert wird? Naja. Sagen wir mal, die KI-Generierung hier bei den einen Survival-Spiel, wie ist das nochmal? Da bist du auf so einem Planeten auch gelandet und wurdest ziemlich hart rangenommen von der KI und musstest es überleben und hast nachher Überfälle gehabt und so. Wie ist denn das Ding? Komm gerade nicht drauf. No Man's Sky. Nein, No Man's Sky war es tatsächlich nicht. Das war eher so Top-Down-View gewesen und das war eher auf sehr einfacher Grafik. Kann ich jetzt nicht sagen. Ich habe es nur nicht ganz verstanden, ob das jetzt von der KI quasi wirklich die Story generiert wird oder ob die dann vorgefertigte Storys so haben im Spiel. Die haben eine Grundstory, so wie ich es verstanden habe, und die KI macht da noch zufällige weitere Ereignisse mit rein. Okay, ja, das wäre ja ganz spannend. Aber wenn es in die Pen-and-Paper-Richtung geht, warum dann nicht Online-Multiplayer? Ja. Weil da muss ich die KI ja auch mit den Welten beschäftigt haben. Weil man jede Welt verwenden kann, wie Star Wars zum Beispiel. Speaking of winning, you too can achieve victory with the PC Gaming Show Battle Pass. Ob da Disney so erfreut ist darüber, wir werden sehen. Oh, 9,99 und dann kann man die abstellen, oder wie? How would a Battle Pass for a stream even work? With a Gold Tier Pass, viewers can earn exclusive rewards, like viewing the show's trailers 1.5 seconds early and boosters for viewer rank experience. Look, I admire the initiative. Wäre schon lustig gewesen, wenn sie dann das eingebaut hätten, so als Element, das man die abschalten könnte. So ein bisschen selbstreferenziell, aber scheint man da jetzt nicht so zu haben. Ach, mir ist das Spiel gerade eingefallen. Rimworld. Ah ja, nie gespielt, aber viel Gutes gehört. You made show production of Battle Pass reward? Is anyone close to unlocking that? Killzor 69 Blazed has just achieved viewer rank 58. Oh God. Okay. Dakota. Die bekommen doch online immer nur Hate ab für ihre Moderation. Warum ändern die das? Ich verstehe das nicht. Tja. Die denken, das ist lustig. Okay. Das ist mal eine komplette Neuankündigung. Hatten sie im Vorfeld ja gesagt, das neue Spiel von Klei wird. Und da wird D.O.R.F machen. Das ist doch mal ein interessantes Raumschiff, oder? Einfach mal so ein Auto als Raumschiff.
Current Relationship Acquaintance. Also da kann man dann auch in Beziehungsstatus quasi aufsteigen. Mhm. Ranger. Das erinnert mich gerade noch an ein anderes Spiel. Da hatte man so ein Boot gespielt, nee, Dampflok oder so, die dann durch Dunkel gefahren ist, aber nicht auf Schienen. Boot, nee, Dampflok. Oh, wie hieß denn das Ding? Kentucky Route Zero, das war aber ein Truck. Nee, nicht ein Truck. Ja, mich erinnert es irgendwie an diese alten GTAs. Da sahen die Autos ähnlich aus. Ja, das auch auf jeden Fall. Ich glaube, das Spiel habe ich auf dem Epic-Account, nicht auf Steam. Dread Pilots. You've harnessed your glove's power and now you want to find me. Gotta find Mama. You don't know what's making the miasma angry. And it's spreading across America, twisting this once great nation into a lethal wasteland. We gotta help these people. Oh, so ein Strategieding. Miasma Chronicles. Ist schon erschienen am 23. Mai. Da kommen immer meine XCOM-Flashbacks auf. Man Ja, steht direkt neben den Gegner, flankiert ihn, 99% Trefferwahrscheinlichkeit verfehlt. Naja, aber das ist schon erschienen. Also warum wird das gezeigt? Wo muss man den Leuten wohl noch mal ins Gedächtnis zu rufen? Hier, guck mal, das Spiel. Ja, war nicht verkehrt, weil ich hab's auch schon vergessen. Ja, heutzutage kommt ja auch so viel raus, dass vieles einfach auch unterm Radar wieder läuft halt, wa? Und schon. Undead Inc. sagt man auch immer. Weil die letzten 2 Wochen, was geht denn da hauptsächlich hoch und runter durch Medien überall? Diablo 4 und vieles andere geht verloren halt, wa? Ein Ressourcenmanagement-Simulator. And now, it's with great pleasure I introduce one of Enswell Medical's biggest success stories, Director Coleman. Thank you, and welcome to all of you who are starting your own franchises. Today I'm here to talk about building a thriving business. My apologies. There has been a development that requires my immediate attention. Director Coleman, sir, we're hearing... Whatever your concerns may be, I'm handling it. Now, tend to your patients. Structural integrity and power all hanging in there, sir. Extent of the outbreak unknown. Next move, Director. Tell your men ETA 5 minutes. Alex, according to this old resistance map, there's a control room somewhere outside the building you're in. Wait, don't shoot! Director Coleman! Hey, man, sir? Are you okay? I got a little bitten, but I'm hanging in there, Director. I'm all good. They have a cure upstairs, right? Sure. Head back up. There is a shot with your name on it. Thanks, man. I mean, I was worried for a second there that Do you mind? I'm trying to run a business here. Janine, get the marketing team and those rookies back on the line in 10. Oh, and an espresso. Yes, sir. Thank you. And Janine,
Can I get something from my head? Of course, Director. Name brand only. Not our stuff. Quality control issues downstairs. Besonders Metroidvania? Mhm. Okay, hey, look. Ich überlege gerade nur, wie viele Spiele dieser Art ich schon angefangen habe und nie durchgespielt habe. Ja, geht mir genauso. Weil sie einfach alle geil aussehen, eine geile Mucke haben, ein nettes Design haben, aber so bockschwer sind. Genau. Now, it's important not to lose the trust of your AI assistant. So let's just watch it really quick. Oh, schönes Rhythmusspiel im Stil von Amplitude. Mhm. Am besten dann noch ein VR wäre geil. Das stimmt. Ah ja, das ist ja Invector. Avicii Invector habe ich nämlich gespielt und das sieht sehr ähnlich aus. Ähnliche Prompts. Ah, okay. Aber solche Spiele bieten sich halt eigentlich auch für VR eigentlich an, ne? Ja, aber tendenziell Reizüberflutung vorprogrammiert. Oh, ich glaube, wir müssen mal Beat Saber spielen. Das habe ich schon gespielt, genau diesen Teil. Also diesen Teil jetzt nicht mehr. Ja, das dürfte The Expanse sein. Von 11-Bit Studios, die auch Frostpunk machen. Mhm. Aber man kann auch mit Vehikeln fahren. Nice. Also die Demo ist sehr, sehr kurz leider nur. Ja. Es sieht aber schon nice aus, ne? Hat irgendwie diesen 70s Sci-Fi-Stil. Jo. Everything that happened here overwhelms me. Not every mission ends in success, Doctor. We have to save what we can. Save you. What is there to understand? We have to destroy it. Even if it means destroying everything. Oh, The Invincible. Bisschen gewechselt. Aber trotzdem echt geil. Also es hat mich gerade so ein bisschen so interessiert auf jeden Fall. Wenn sich das die Menschheit mal häufiger zu Herzen nehmen würde. Not everything is for us. Ja. Steckt auch eine Menge Kritik halt mit drin, aber machen auch sehr viele Titel mittlerweile, also Spiele generell, das da mal sehr viel. Jo. Definitiv eine wichtige Nachricht für sowas auf jeden Fall. Ja, da hattest du doch, glaube ich, auch kürzlich mal ein Spiel getestet, was auch mehr so in die Umweltrichtung geht. Richtig, genau. Do you perceive the Wo man das, wo man das
reversive Building macht, sozusagen denaturiert, also es in der Natur zurückbringt und dann seine eigenen Spuren dann wieder wegmacht. War ja auch ein sehr schöner Titel auf jeden Fall. Du weißt nicht zufällig, wie er heißt. Ich überlege gerade. Es waren so viele Titel, die ich letzte Zeit in der Hand hatte. Terranil. Richtig, genau. Ja, Park Beyond durfte ich auf der Gamescom schon spielen. Wer Rollercoaster Tycoon mag, der wird ja sehr viel Freude haben. Ja, das sind auch schöne Nachrichten für euch. Man konnte leider nur eine Achterbahn bauen, mehr war nicht drin. Also das Tutorial kurz spielen. Aber wie man sieht, ist ja schon sehr viel möglich. Ja, für die üblichen Systeme halt. Ne? 16. Juni, ja, es wurde mehrfach verschoben. Glücklicherweise kommt es jetzt endlich. Ui, okay, eine Impossified Edition mit sehr viel Kram. As an AI, I have no need for material possessions. But, good news! PC Gaming Show viewers can take advantage of the following promotional contest by following the instructions on the screen. Ich dachte, ich kann mir jetzt ein Wallpaper runterladen. Okay. Follow the instructions on the screen. Ich soll jetzt auf diese Internetseite gehen und den Stream ausmachen? Oder wie? Das sieht so aus. Ich glaube 16 Neuankündigungen waren geplant für diesen Stream. 55 Spiele. Evil stirs in the depths of Gallowsmire. 3 heroes step forth to contain the darkness within. A legendary fighter of peerless strength. Ja, wieder einer dieser typischen Spiele halt, ne? Milliarden an Gegnern und man baut seine Skills aus und jo, gib ihnen eins. Together, they are destined to confront the hordes of undead and their deadly masters. Again. Er ist so ein bisschen wie bei der Indie Live Expo, sehr viele ähnliche Spiele, ne? Was die Kart-Battler in Japan sind bei uns zurzeit diese Auto-Battler quasi. Mit sehr vielen Massen an Gegnern. Oh, ist so viel fein, viel eher. Introducing Diesel Legacy! Join the open beta, now on Steam! 2 versus 2 action! Down, but not out! Local and online multiplayer! Real match! Worldwide rollback netplay! Bisschen schade, dass die Spiele nicht wirklich auf Steam sind, während sie das ankündigen. Und danach hat man sie wieder vergessen. Das könnte ganz lustig sein im 4-Spieler-Multiplayer online. It's time we honor an overlooked hero, the noble delivery cyclist, powering the gig economy with their aching calves. Now, you might ask, hey Sean, are you just feeling a little guilty because you gave your credit card details to the AI assistant and now someone has to deliver the 57 parcels you ordered before you noticed? In short, yes. But if this next exclusive is anything to go by, we'll all be saluting the delivery workers of this fine nation, gosh dang it. Let's take a look at Parcel Core. Hello, Inquisitive Fuhrer. My name is Will Barr, and that was an example of a micro teaser. You see,
When you're shilling on behalf of an obscure video game developer like Baldur Entertainment, you have a finite amount of time to explain why discerning intellectual players totally reliable delivery service und ich glaube, das springt so ein bisschen da auf diesen Zug auf. Excited about being kann schon thrust sein, into ja. the exciting, high-octane world of Parcel Core. That's right, escape the mundanity of daily life and slip into the spandex of one of our many colorful bicycle messengers. Embrace the gig economy and forget the security, stable salary, and basic workplace rights less cool jobs offer as you race through town, weaving through alleys, defying gravity as you ride up walls, leap from rooftops, startle pigeons. Well, it's kind of like a career in video game development, except without all the cool traversal stuff. So yeah, really just the exploitation. But I digress. Sign a casual work agreement with one of 3 rival courier corporations, all vying to become the most profitable business in town. But be warned, a maniacal scheme is afoot that threatens more than just the business model our protagonists operate under. So it's up to you, bicycle courier, to deliver this foot-long grilled chicken, cheese, and chorizo melt and save the world. Hi everyone, I'm Max from Grena Games, a two-man studio based in Sweden, working on the game Baldur, currently available in early access. Welcome to Fabledom. Sorry about the pigs. Ja, die Reviews sind ganz gut für die Early Access Version. Aber anscheinend gibt es gerade nur 8 Stunden an Content im Spiel. We have a new mission, soldier. Okay, jetzt gibt es nochmal Game Pass Werbung, weil wir noch nicht genug Werbung dafür gemacht haben. Ja, wir haben das Wort heute auch noch nie gehört. Aber die Ankündigung war jetzt nicht gewesen, was du mal gesagt hast, dass da irgendwie der Preis geändert werden sollte, wa? Ja, glücklicherweise nicht. Ah. To get a chance of procuring one, visit the URL on screen now. Fällt mir nämlich gerade so retroversiv ein. So Mega Man-mäßig. Mega Woman? Ja. Das ist wahrscheinlich 30XX. Gab es ja schon 20XX, was ja Mega Man-mäßig war. Stimmt! Habe ich sogar ein bisschen gespielt. Genau wie Mega Man halt. So ein paar Stages, bis es zu schwer wurde. Oh, Level-Editor. Da werden bestimmt so einige Leute wie bei diesem Mario Maker da ganz böse, bockschwere Levels machen. Ich habe gerade auch dran denken müssen. Da kennt man die typischen Streams, genau. Das wird richtig hart werden für manche Leute. Und August schon. Before we continue with more exciting previews, I've generated a simple tactic to improve the show's revenue stream. Well, yeah, great. Tell me more. I've allowed viewers to pay a small fee for a bespoke on-screen shout-out. Got good 228, right? Great to be watching PC Gaming Show once again. Excellent work, Sean and Co. Diesen Kommentar gab es nie. And a little wealthier. Kann sie auch nicht, weil es zuvor aufgezeigt. Did Sean actually fire his team? Dick move, bro. Look, you have to understand that this show needs to focus on long-term sustainability. Fired by Sean 23 writes, I have sworn the blood oath. My vengeance will not be denied. Okay, it looks like that's it. Our shoutouts feature is broken. I'm so sorry. That's going to be all for shoutouts. I haven't logged any errors, Sean. Well, I'm seeing red flags across the board, and it's a real tragedy. Just can't be helped. Just like I can't help wanting to see more previews. And with that,
here's Creepy Jar's new sci-fi survival game, Chimera. Warning. Warning. Extreme temperature. Die Spielgrafik 2077, aber vielleicht IRL 2077? Könnte auch sein. Hat jetzt aber so ein bisschen wie so ein Top-Down-Strategiespiel ausgeschaut. Vielleicht war das nur die Kameraeinstellung in der Cutscene. Mhm. Könnte ja dann Heatpunk sein. Heatpunk. Ja. Chimera. Nicht nur aus Resistance, diesem Sony-Shooter. Mhm. In the lost Caribbean Sea was a captain mighty. Mordecai was his name. He succumbed to the white flame. His treasure was lost and his crew was tossed. Now is the day cursed pirates have their way. That's the life we live. Come along for the trip. When plans go astray, we find us a way. We put them to a stop and give them the chop. We're a cursed crew and Marty's our ship. Soul magic restores our crew from before, yes, before. Black pearls in our chest, let us finish the quest now. This treasure we will find with our powers combined. Our worth we will show to our captain below. The Inquisition blocks our way. They see us as prey. Ignatia is their leader. You do well to exceed her. The treasure she pursues across the ocean. Es sieht sehr nach so einer Strategie-Schlachtteil irgendwie so weit aus. So wie Desperado. Ja, wo man die ganze Zeit diese Sichtbalken hat und so. Auch eine Demo am 19. Juni. Ah, ich glaube, das ist dieses Steam Next Fest, deswegen gibt es die ganzen Demos am 19. Juni. Mhm. Ja, XO1 war auch ein ganz geiles Spiel gewesen. Ja, das wird bestimmt auch wieder so die gleiche Erzählkerbe reinscheinen. Sieht sehr danach aus. Hast du diese XO1 mal gespielt? Kennst du das? Nee, ich schaue es mir gerade an. Also du heizt da quer über verschiedene Planeten, oder? Ja, richtig, mit so einer Space-Kugelscheibe. Aber nachher bist du dann nachher noch woanders. Und ey, ich will ja nicht zu viel erzählen, aber es wird nachher sehr interessante, wirre Story dahinter. Es ist sehr interessant erzählt. Und das Ende nachher ist nachher auch nochmal sehr, sehr deep eigentlich nochmal. Ist auch was zum Nachdenken.
At labs like DeepMind, those same RTS games just Aber das eigentliche Gameplay ist nicht allzu lang, also das kann man an einen Tag einfach mal so locker durchspielen. Can it be just a coincidence Nimmt man that sich schon einen Nachmittag und dann gibt man sich ein bisschen Zeit für das Game. An AI visionary? I mean, probably. But what's no coincidence is my excitement for the eagerly anticipated RTS from former Warcraft and StarCraft devs at Frost Giant Studios. It's Stormgate, and today we don't just get the chance to get some exclusive first look at some Stormgate gameplay, but we're also joined by Frost Giant's president and game director Tim Campbell here to tell us exactly how Stormgate will delight all minds, artificial or otherwise. Thanks so much for joining us, Tim. Thanks, it's great to be here. Now, I've been following Stormgate for years, but for those of us who haven't, what is Stormgate? Stormgate is our modern take on the classic real-time strategy game formula. It's what we think of as a spiritual successor to franchises like Warcraft, StarCraft, Command & Conquer. And real-time strategy games are the type of game where you can control an entire battlefield. So this classic RTS formula includes harvesting resources, building sprawling bases, commanding huge armies on the battlefield. What is it about Stormgate that's new? We believe that the RTS genre is something that should be enjoyed by players of all skill levels. And so we've put a lot of effort into making sure that Stormgate feels good, whether you're a pro with high technical skill and you love competitive play, or whether it's something that you just want to be able to relax with and experience a story. Now, Tim, I understand that you brought for all of us, but in particular for me, a present to show today. What are you going to show, Tim? We are going to show gameplay from the pre-alpha of Stormgate. Yeah. Now this is something that we are big believers in at Frost Giant. We want to share this current state of the game today. Let's take a look. Oh, Tim, I'm so excited. And right away, this looks like an RTS. Tell me what we're seeing. This is the classic start to a 1v1 match. What you're seeing here is the human faction as they're sending workers out to harvest resources. They're starting to construct building. They actually build them by 3D printing them from the ground up. And you can see them now starting to train troops so they can have an army that goes out in the field to fight. Yeah, and I mean, right here, we see in the corner coming up, this looks like a scout unit? Yeah, that is literally a cybernetic dog with laser eyes. It is called the Scout, okay? It's designed for early game. It's a unique unit to the human faction. Right. And you can see him now running through the base trying to see what information he can find out about his enemy. Yeah, I mean, scouting and information is such an important part of RTS games. It really is, and this is something that we've embraced early game. The Scout unit has been designed so it can actually sense units beyond its sight radius. So it's awesome. Especially useful early on. So we're heading into what looks like the first engagement of this game. What are we seeing? Well, what we're seeing right here is the Red Scout getting surprised by a group of blue troops coming through the Light Force, which is a new train type and a twist on the tactical battlefield here. And how do these Light Force work? The Light Force lets smaller units move through them. They have concealment. It's allowed Blue to raid Red's base, in which case Red is barely getting a turret built with their speed building from their workers, another human faction advantage. And they're about to pop out a couple extra defenders here from their mech base. So we got these huge mechs, and I mean, just visually, it looks like they are countering the heck out of these blue infantry, but can these red mechs fit through the forest? No, they're too big to go through. They're heavy units. They're designed to use their chain guns to go through groups of enemies, but they can't fit through the Light Forest, which Blue knew and used to his advantage. Okay, so we're in mid-game. This is normally where you make some big tech decisions. What's Red up to? You're seeing Red commit to a tech path that gives them big battlefield mechs and air units like this evac. And it looks like they're just dropping right on top of Blue, who is killing a chicken? What's the chicken there, Tim? Yeah, that's a giant chicken with a Viking helmet on it. Use your imagination. Stormgate's in pre-alpha, and that's art that we haven't gotten to yet, but imagine it as a big Mad Max Raider. It's the most threatening placeholder art for now. And oh, I see Red diving onto Blue, and hey, picking back up into the air transport. That's some classic high-level micro. It is, and it's really important for Stormgate that we maintain a high skill ceiling so that players can express themselves on the battlefield by maneuvering and how they interact with the battlefield. And here we have the final fight of the game, and it looks like Blue is coming up against those mechs. Red is trapped on the other side of the trees. Oh, wait, they can blast through them now? And Blue's dodging these enormous shots, and we can also see Blue swarming in from both sides. This is not looking good for Red. No, it's pretty grim. Red is on the ropes right here, and they've been outmaneuvered. They're caught in the corner here between two different forces coming in with a mobile pincer. Man, and of course, there's the GGs. The most classic. Keine Ahnung, ob das Spiel wirklich was Nices wird. Das ist auch noch Pre-Alpha. Das lässt sich sehr schwer abschätzen. Stimmt, ja. Und dass man jetzt plötzlich auch durch die Bäume dashen kann, ist auch ein bisschen unpredictable.
Also ich bin da noch nicht gecatcht, also abwarten, Tee trinken. Aber Entwickler von Warcraft und Starcraft, das klingt schon mal vielversprechend. Ja. Ja. Aber wer weiß, ob es die guten Entwickler waren. Das wird sich nachher am Ende zeigen, ne? You wishlist Stormgate on Steam and you go to playstormgate.com to sign up for the beta. We're starting. Aber wie gesagt, gecatcht fühle ich mich da noch nicht. Aber es ist ja Free-to-Play, also kann man einfach mal ausprobieren, sobald es erschienen Tim, ist. thank you so much again for joining us, not just to talk about the 1v1 footage you shared, but the future content plans of Stormgate. It makes the RTS players' dreams come true. Which might not be your dreams. I mean, your dreams might be filled with gloriously grimy Deus Ex-inspired sci-fi fisticuffs with a fiendishly Star Wars vibe to it. If so, get a load of this latest trailer for Fortune's Run. Das ist klar. – 2001 die Musik, oder? Unter anderem. Ja, Deus Der Ex Titel hat der Musik ist aber die blaue Donau halt, um genau zu sein. Ah, okay. Also Deus Ex wurde ja referenziert. Wäre natürlich auch mal schön, da ein neues Spiel zu sehen. Hm. Wurde ja von Embracer eingekauft. Ja, ich kann jetzt nicht so viel von Deus Ex sehen, ehrlich gesagt. Team Fortress gelesen und war sehr verwirrt. We're about to embark upon the great crusade towards which we have striven these many months. The eyes of the world are upon you. The hopes and prayers of liberty-loving people everywhere march with you. I have full confidence in your courage, devotion to duty, and skill. Ja, Strategie oder Shooter. Will accept nothing less than full victory. Good luck, and let us all beseech the blessing of Almighty God upon this great and noble undertaking. Ich denke Strategie, weil es sieht zu gut aus für Spielgrafik. Oh, ja, Shooter. Das ist ja Band of Brothers, was wieder zurückkommt. Also Brothers und Arms meine ich natürlich. Band of Brothers war die HBO-Serie. Aber das würden sie eher auf der Ubisoft-Veranstaltung dann zeigen. Warum die Zeitlupe? Ich überlege gerade, was ich neulich auch noch gespielt habe. Ja, ja, stimmt. Hell at Loose Cycle neulich auch noch gespielt. Also ist es ja. Ja, aber ist nicht der Teil, den ich gespielt hatte. Oder? Nö. Doch, doch, da kommt nur ein Update, aber das ist das Spiel. Achso, da kommt ein Update! Achso! Ich habe die ganze Zeit überlegt, warum die Grafik mir so bekannt vor sogar vorkommt. Okay, ja. Oh Mann, ey.
Hast du das eigentlich auch? Ich habe das über PlayStation Plus mir mal geholt, aber ich habe es nicht gespielt. Ah, okay. Hat er Crossplay? Ich glaube schon, ja. Können wir ja gerne mal angehen. Hey, ein Farmspiel. Ama que cagaço! Ah, fizeste bom negócio. Esse é o meu Rio Grande, chefe. Das ist eine Mischung zwischen Civilization und Dings gewesen hier? Okay, das war jetzt nicht sehr viel aussagen. As an AI, I have no need for material possessions. Wieder. But, good news! PC Ja. gaming show viewers can take advantage of the Für die ganzen Leute, die noch nicht auf der Webseite waren, ne? following the instructions on the screen. Also Leute, pcgamer.com Park, wa? Or service activates your orbital cortex Falls ihr das noch nicht mitbekommen habt. the screen. Frank, we've seen impressive, almost like unrealistic tech on display today. It's just a shame our viewers at home can't get their hands on some of that bleeding-edge hardware. Your concerns are both unnecessary and convenient, Sean. As the long-term vanguard of gaming, Alienware continues to offer high-end PC hardware. Considering their extraterrestrial origins, it comes as no surprise. AMD oder Intel wird bestimmt noch vorkommen. Made by aliens. Websites in my trading model contain compelling evidence to the contrary, Sean. The truth is out there. Great. But let's do some truth-telling of our own and hear what Alienware is offering the folks at home. Alienware has been a part of my professional life for a while now. From the games you play to what you do for work, that's very hardware intensive. When using Alienware, you get a performance that is very, very difficult to match. It doesn't have just the kind of like generic gamer look to it. Literally everything I do is powered by Alienware, and it just makes me so happy. Don't miss your shot at Alienware giveaway goodness. Scan that code now. I mean, Frankie, can you believe this? We got an Alienware M18 laptop with an Intel Core i9 processor for the fine price point of $3? Oh, it's enough to get anyone's blood pumping. As you know, Sean, I'm a network of predictive algorithms and generative software. I am fundamentally incapable of belief. Look, I understand. I also don't have blood. But Would you like me to procure blood, Sean? God, no! Absolutely not. Anything but that. Let's move on to literally anything else. So, what's next? Well, this is a little awkward. Let's have a look at some incoming DLC for Vampire Survivors. Ooh boy. What if we gave it a spin? Golden Devil, Cosmic Finger. Jetzt zahlt sich diese Einblendung vom Start aus. Flashing Lights. Ja. Super erfolgreiches Spiel, aber ich habe es nie gespielt. Hast du es mal gespielt? Nein. Tatsächlich nicht. Habe ich auch im Game Pass. We are only a couple months out from the Baldur's full release of Gate. Baldur's Gate 3. I literally cannot tell you how excited I am to try out some of the character builds I've got going on up here. I'm thinking of running like Ist ja auch schon so ein gewisses Franchise mit langer Kultur. Ne? Can you generate like an awesome character Allerdings, ja. art for me in Aber like auch a D&D style? sehr lange Geschichte allein bei Baldur's I wanna Gate be a 3. wizard, like
fully Gandalf out with like a staff and like blasting spells like that. Can you like give me a sample piece of art? One moment. Here you are, Sean. Oh dear God. This was generated in seconds, while a professional artist's work would take hours, if not days. Yes, that is true. It's hard to tell this wasn't the work of a trained professional, but do you have any professional artist work, you know, just to like compare? I do. Thanks to the YouTube animators extraordinaire at MASH. Here's an original animation for Larian's Baldur's Gate 3. My fellow adventurers, the road to Baldur's Gate has been long. We have fought cultists of a strange new god, battled packs of fearsome gnolls, and gone toe-to-toe with creatures from beyond this plane. And today we faced our greatest foe yet. He was just so strong. And I think his blood was acid? I'm not sure how that even works, like, anatomically. Tomorrow, we find higher ground, then rain down upon him with 100 arrows. No. First, I will incapacitate him with a fit of hideous laughter. Then, we will fill his bog with grease and set it on fire. And if he attempts to escape the blaze, fear not, for I will keep my eye out for him. Please don't. Even Lae'zel's puns are more amusing. Among Githyanki, I am considered extremely humorous. Enough! We must defeat this foe. Somewhere within these twisted swamps dwells a hag who possesses a potent potion, an elixir that could grant us the ability to converse with the creature. However, attaining it will necessitate a trade. Give me his spleen. Steel your nerves, friends. I will now attempt to reason with the creature. Most mighty beast, though you defeated us once, we have returned to seek your guidance. Impart your knowledge upon us, and teach us the source of your power. It's here. Frog. Oh, I didn't know you speak frog. Gosh, I'm so sorry about yesterday. I'm so embarrassed. You know, ever since the hag turned me into a frog, I've been down in the dust. Cities are incredibly hard to make in RPGs because you have to make sure that every single nook and cranny has something to do. You have to make sure that it's different, so you have to be incredibly creative. Given that the name of the game is Baldur's Gate, the city was really going to be the thing that people were going to be talking about. The city of Baldur's Gate is seamless, which it originally wasn't. You only can judge the game when you have all the components together, and if the mix doesn't work, we start over. At some point, he said, like, can't we just connect everything? And that was a very interesting day. One of the things that's done is it's brought a level of believability and immersion. Ja, der hatte echt recht mit seiner Aussage, dass gerade Stadtkreationen in so einem Spielen durchaus kompliziert sind. Vor allem damit steht er auch irgendwo lebendig wirken und auch organisch gewachsen und sie auch Sinn ergeben auch in der Struktur, wie sie existieren dann im Moment. We can put lots more of the city onto the screen than they could in 1998. So we can do something that is more immersive, richer, has more texture to it. It feels like you are walking around a place where there are lots and lots of people living their actual lives. You have crowds that are walking around, can talk to pretty much anybody, and they react to every single thing. It's very alive in that sense. Every person that you meet in Baldur's Gate has got a story to them. All the things that you have done up to the city really matter. You can really feel the conclusion of everything just gathering there. We actually build anticipation through all these characters that you've met, through all these situations that you've been through. Ja, es sieht richtig vielversprechend aus. Das Original kam ja noch von BioWare.
all come to fruition in the core city. Und es sollte 2003 dann Arbeiten an dem dritten Teil schon begonnen werden, aber dann ging ja Interplay pleite. Es hat sich ja auch einiges dann doch sehr stark verschoben. Und der Titel kommt ja von Larian Studios, die Divinity Original Sin gemacht haben und die anderen Divinity-Spiele. Und soll ja dann von der Komplexität ja auch definitiv in diese Kerbe reinhauen. Ja, Divinity Original Sin 2 hat ja wirklich einen super Ruf. Hab's leider noch nicht gespielt. Ich hab's ein paar Mal tatsächlich angefangen, irgendwo bis zur Mitte gekommen, aber nie wirklich durchgespielt. Das ist sehr merkwürdig. So the thing that I was the most afraid of when we started making this game turned out to be the thing that I'm the most proud of. Am liebsten habe ich da mal den roten Baron gespielt. Das ist hier so eine Echse. Das war ganz lustig. Larian Studios breaks the classic RPG series out of a 2-decade retirement when Baldur's Gate 3 finally released. Aber man kann sich auch seine eigenen Charaktere halt da generieren. War schon echt nice und je nachdem wie die halt sind, die Charaktere reagiert auch die Welt auf einen. In a co-op action roguelike. After all, what's a roguelike without an onslaught of algorithmic terrors? I feel like there's a lot of that going on around here lately. Anyways, here's the latest trailer for Ember Knights. Das ist wahrscheinlich wieder der Teil, den ich dann rausschneiden muss, wegen Copyright-Ansprüchen. Dann schreibe ich mir das jetzt schon mal auf. Oder du ziehst einfach da die Zaunspur ein bisschen runter. Nee, man kann es ja leider wirklich nicht abschätzen. Da wo man denkt, das wird dann geclaimed, da kommt dann nichts und dann kommt irgendwie so ein 20 Sekunden Snippet von irgendwas. Es wird schon mit den Positive Reviews auf Steam geworben. What? Ah ja. What? Anscheinend ist auch keine Lebewesen zu steuern, anscheinend auch nur so Drohnen, wie es aussieht, ne? Man kann sehr komplexe Parkhäuser bauen, anscheinend. Would you like the endless loop of terror, death, repeat in the upcoming stealth extraction horror, Macabre? In Macabre, you and your friends will team up to confront interdimensional terrors, venturing deep into unstable time risks tasked with uncovering the source of terrifying anomalies. A great way to enjoy the outdoors. Built in Unreal 5, this exclusive debut will be out later this year in early access. Seriously don't have any signal. Not even one bar, there's nothing. I can't get in. So, I forgot to mention, there's like a super weird, scary thing getting around inside the rift. The hell was that, a bear? Have you ever heard a bear sound like that before? I've never seen a bear before. You guys look lost. Come on. You'll freeze to death out here. I suppose you're looking for the lodge. Here,
Take this. I call it the atomic space shifter. If anything goes wrong, not that it will, I can pull you back out. A lot of folks have come up here looking for answers. It's weird. It's like time runs differently here. Guys, I think I found something. We gotta find the others, dude. Den hat's erwischt. Haha! I can't believe it worked! This is it. This is the key to... Ah, you're alive. Ready to go back in? Die Frage, die sich mir gerade spielt, ob wie bei DBD jemand da die Gegner spielt. Das glaube ich jetzt nicht. Hat jetzt nicht so danach ausgeschaut irgendwie. We thought we had billions of years before our sun died. Pustekuchen. We were wrong. Thousands of us answered the call, rallying to save those we can. Every one of our ships a ray of hope. Captain, it is up to you to find us a new home, so we can plant the future seeds of humankind. A card game? Copy. Plotting course now. Sector locked in. We are cleared to jump. Prepare for warp jump in 3, 2, 1. Den Film würde ich mal anschauen, aber ob ich das Spiel spielen werde, weiß ich noch nicht, weil man sieht ja nichts vom Spiel. Nee, es ist. Ich schätze aber, es wird ein Deckbuilding-Game sein, Ja. weil du hast ja diese Karten eingeblendet gehabt, so, aber. Für 5 Sekunden, ja. Ja. As great as Earthless looks, it makes you wonder, how are we in the real world gonna fare when our big, beautiful sun enters its twilight years? Me, I'm optimistic. Who knows what we'll achieve by then? Every billionaire-funded space rocket that detonates moments after takeoff is one more step on the winding road of progress. Up next, tie on those togas and make merry with fine wine as all roads lead to this newest city builder. Here's a first look at Nova Roma. Ein schlechtes Timing für den Trailer. Ja. Ja. Citybilder sieht man relativ wenige außer City Skylines in letzter Zeit. Es sind etwas rar geworden, tatsächlich. Mit so einem klassischen Setting sieht schon ganz interessant aus. Wobei, es gab ja dieses Remake jetzt von diese Pharaoh. Ist ja auch nicht so lange her, wo es rauskam. Ist das ein Citybuilder?
Ja, ja. Ah, okay. Da baust du halt so eine Pharaonenstadt halt los, wie der Name schon sagt. Ja. Da hatte ich ja damals zu Urzeiten die alte Version damals gespielt, als es damals rauskam. War ganz nice gewesen, der Soundtrack da auch mal zu sehen. Mhm. The Great War is over. All we want is to return home. To the newborn Czechoslovakia we fought for. Brothers and sisters. None of us thought this part of the journey would be the most difficult. We still hope to see our home once again. Across the endless snowfields of Siberia. Through territory disputed by the Red and White armies. By armored train in a harsh... Aha, das ist so ein Zug als Hub sozusagen. Far from our loved ones. Outnumbered by enemies, we fight to make our way. Surrounded by wilderness, we manage in order to survive. This is our last chance. Our last train home. Will you lead us? Pairing squad tactics with historic inspiration, Last Train Home is based on real events in the aftermath of World War I. However, historians continue to uncover records describing train passengers travelling homewards, some dating as recently as 2023. Whether any train home is truly the last remains the subject of academic debate. History is clear on one thing though: puppets can't be trusted. As proof, watch as Sesame Street meets survival horror in my Hat jemand das Remake von Comanche gemacht? Ashbourne Games. Mhm. Da habe ich aber nur das Original gespielt. Das Remake. Tito Remake hatte ich auch nicht in der Hand. Ja, hoffentlich ging das THQ Money dann nicht nur hier in die Realszenen, sondern auch ins Spiel. Ja. Das wäre sehr schade. Last job of the day is always the worst. Raise the curtain. Bring up the lights. The neighborhood is coming to town. Hey, stay back! Let's do this. I think I ended early. Can we go back to the beginning? A sprint victory and points up for grabs right here. Push as much as you can. Cubby.
Kommt ja auch schon im Juli der F1-Manager 2023. They can't afford to sit back and relax now. Und, schon scharf drauf? Weiß nicht so recht. Der erste Teil hatte ja so viele Bugs. Und dann sollte ja sogar der Support eingestellt werden, sehr schnell nach Release, weil sie schon am nächsten Spiel gearbeitet haben. Aua. Haben sie es nochmal anders überlegt, glücklicherweise? Ja, ich freue mich auf F1 23, den Manager mal gucken. McLaren with a great overtake. Stay right here. Because Wenn wir Muster kriegen, dann werde ich es auf jeden Fall spielen. Ja, das glaube ich sogar. Weil du bist ja definitiv für so Racing definitiv empfindlich. Das schon, und vor allem Formel 1 gucke ich halt auch so. Hey, Frank AI, how are the metrics looking? Are we like doing numbers? We're attracting considerable viewership, Sean. However, I've identified a simple programming adjustment to target underrepresented segments of our audience demographic. Shall I execute it? Well, hell yeah, let's do it. Ah, cornering the VTuber market. Smart, very smart. I'm just not really sure this is my vibe, but since we're on a time crunch, let's see what's next for Subnautica Likes in Space with a trailer for Breath Edge 2. Subnautica in Space klingt nicht schlecht. Also die letzte PC-Gaming schon ging so 2 Stunden und da sind wir jetzt gleich angelangt. Jo. Wenn du mir zeigen und sagst, es ist No Man's Sky, würde ich es dir glauben. Ja, das Hühnchenspiel Nummer 2. Tja. Weiß nicht, ob du den ersten Teil kennst, das ist schon sehr humorvoll gewesen und wenn ich Hühnchenspiel sage, wird der eine oder andere bestimmt Zuschauer Lächeln im Gesicht haben, weil die es gespielt haben, wissen, warum man das auch Hühnchenspiel nennen kann. Das kommt von Valve. Stand zumindest unten. Nee, ich habe gerade so ein bisschen Stardew Valley Vibes hier gerade bei dem Titel hier gerade. Ich glaube, der Look täuscht ein bisschen. Ja, scheint nicht so ganz freundlich zu sein. Loomtown. Klingt so freundlich. Man, there are so many great video games in this year's show. Frank AI, what do we know about sand? Sand is a fine granular substance composed of mineral particles. It is finer than gravel, but coarser than silt. Yes, but it's also a brand new survival game set in an alternate history where Austro-Hungarian soldiers smuggle space salvage across alien deserts. I don't understand that sentence. Would you like to hear more about sand types? Oh, no need. I'm about to know plenty. Let's take a look at sand.
до прибуття. Завітайте в Лазуровий порт. У нас найкращі пляжі, готелі та ресторани. Файно! Замовлю собі багатського м'яса та пива. А ви що, хлопці? Ну, раз ми ліпші, то попали себе шампанським і морським оленем. А ти ж, Петро? А я, як завжди, маленьку бану ще хочу. Йой, то ж ресторан, а не корчма. Може ресторан бути найліпшим, якщо бану ще немає. Що ти кушкерися? White White lässt grüßen, wa? War doch diese Cyberpunk-mäßige, Steampunk-mäßige Spinne, war? Ich glaube auch, ja. Ja, Sand. We have reached the end of this year's show, and we're saving something very exciting for the end. Dune Awakening, the survival MMO adaptation. Das ist tatsächlich ein Titel, wo ich ein bisschen nervös bin, aber auch mich drauf freue. You got for us for the big finale. If you like, I could fill the room with sand. That's a little literal, don't you think? But what if we had like Da bin ich tatsächlich ein bisschen gespannt drauf. Oh, Dune's got some really cool costumes. We have the still suits, the royal garments. Oh my god, I could dress up maybe as like a giant sandworm. It will require 3 million teraflops of processing power to render. Oh, das ist richtig schön Multiplayer auch. I mean, don't worry about it. We can skip the costuming. It's just something that like Frankie and I used to do. Like, not you, like the real Frankie with the fun hair who's not a computer. Oh, man, there was this one year where she was a shark. And then, and she was like a mech pilot. And I had a spaceship. And there was this other time with togas, and I had this really nice robe. Anyways, just forget it. I'm living in the past. I shouldn't even miss this stuff. I mean, we're adults, right? Ach ja, das wurde ja bei der Opening Night Live von der Gamescom letztes Jahr angekündigt. Do you still want to do the costumes bit, Sean? Da werden wir übrigens dieses Jahr auch wieder sein und dann live davon berichten. I'm sorry, I tried to fire everyone and make money with computers. Shut up and put the costume on. Frankie, would you do the honors? Gladly. Here is an exclusive interview with the team making a survival MMO that's more sought after than a suitcase stuffed with spice melange. It's Dune. Aber er macht sich als Hakon ganz gut, wa? Ja, und das ist der Faktor, warum ich ein bisschen nervös bin, dass das Spiel gut wird oder nicht gut wird. Funcom. Kann gut werden, aber es ist halt Funcom. Es ist, macht mich nervös. Battle Helsinger war ganz gut, aber war halt auch keine MMO. My name's Joel. Conan Exiles war das I'm the gut? Creative Director on Dune Awakening. Die Leute sind sehr gemischt. Es gibt Leute, die mögen es, und es gibt Leute, die sagen, naja. Massively multiplayer game. It is a game where players are invited to explore the world of Dune. They involve themselves in politics, they involve themselves in intrigue. Anarchy Online gibt's immer noch? They have to survive. Ja, natürlich gibt es noch Anarchy Online und das hatte ich damals tatsächlich sogar sehr gerne gespielt und das war eine Zeit lang sogar sehr gut. Es gab damals mehrere Server, es gab sogar einen extra dedizierten deutschen Server, der hieß Die Neue Welt und das Community-Team, was damals da existierte für Deutschland, das war ein sehr gutes Community-Team und die haben auch sehr viele deutschsprachige Events gemacht und auch RP-Geschichten und so weiter. Das war sehr schön damals. Eine Zeit, wo ich wirklich gerne zurückdenke tatsächlich. Das war einer der besten MMO-Zeiten wirklich gefühlt. Aber heutzutage würde ich es nicht mehr anfassen wollen, weil es ist halt auch nicht gut gealtert halt. Ja. My name is Viljar Sommerbach. I'm the game director on Dune Awakening. You start out in the desert, surviving, clinging to life,
and in the end, you might become someone like the Baron Harkonnen, and then you try to cling to power. Arrakis is the most dangerous planet in the universe. Surviving on Arrakis means that you need to prepare for sandstorms, you need to find water, it's a constant threat against survival. Das Design sieht auch schon ganz nice aus. The sandworm will come, you will sometimes outrun it, sometimes you may not. Also ich sag, das macht mich sehr nervös, das Projekt. Dune Awakening is built upon a foundation of 5 pillars. Survival, which is es kann unheimlich gut werden, aber es kann aber auch unheimlich der böse sein. Surviving the sandstorms that Der Funkom halt, und das macht mich halt irre nervös. Which speaks to the faction gameplay of the game. Jetzt bekommen wir da mal einen Release-Termin. Siding with one of the factions, thinking about how they work together. Wenn es halt wirklich gut wird, dann bin ich aber auch sowas von hart dabei. Infinite exploration, which is one of the things I'm most excited about, is how the world changes over time. We have a concept called a Coriolis storm, and when it sweeps across the landscape, the sands shift, revealing new points of interest, hiding others, making the game renewed every week. Then we have combined arms. Combined arms is our combination of vehicles. Ja, da siehst du, da kommen ja diese Flugteile halt her. Abilities all working together to create a seamless sandbox combat experience. And finally, we have expression and customization, which is really more than just talking about like the visual expression and customization, which of course we have armor sets and clothing and a robust character creation. But in addition to that, it's really die typischen Fremen-Anzüge. Das ist schon nice Design. Do you want to be a fighter? Of course you can do that. Do you want to be a spy? Maybe that's the gameplay you're looking for. All of these things built into these pillars. So the journey of the player, we've divided that into 4 parts. We think of them as survive, protect, expand, control. The survive part means that you're up against the planet itself and you're clinging onto life. In the protect phase, you've gathered some stuff, you might have a base, but you also want to make sure that nobody else comes to take it away from you, so you try to build defenses and make sure that your base is in the clear. Then, in the expand phase, you lift your gaze and you look around and you see that others have stuff as well, and you might want to take their stuff. Then, in the control phase, you may find yourself being a part of a guild or even the leader of a guild. Then, the goal is to control the flow of spice on Arrakis. However, you're never safe. There's always someone lurking around the corner. Can you really trust your second in command? So the goal of the control phase is that you are clinging to control. Whenever you get into combat in the desert of Arrakis, try to get it over with quickly, because not only are you fighting human combatants, but the planet Arrakis itself is the greatest protagonist there is. And with that, the PC Gaming Show 2023 is done. And what a show it was! And what a lesson for me, honestly. AI excels at plenty, but only an absolute doofus would think it can replace the human touch. I mean, you'd have to be an irredeemable bozo, like a real human dumpster to pull that. So that's the end of Frank AI? You are getting the band back together? I mean, yeah, if we get another show next year, then yeah, you betcha. If? Well, you know, Dakota, the guy's pretty smart. I mean, I think he's actually the CEO now of PC Gamer and all subsidiary publications and IPs. I think he's got some really great ideas, but he also caddies for some very influential people on the golf course. Life comes at you fast, I guess. Either way, see you next year. Bye-bye. Bye. Bye. That was aus Volk. Ja. War noch ein paar. Ne, jetzt geht's immer noch Camera weiter. speed. Okay, das sind nur die Outtakes, ja. My lips are sweating. Okay, here it comes. Ja, waren ein paar interessante Spiele dabei. Nova Roma würde ich gerne spielen. Baldur's Gate 3 habe ich auch ein bisschen Bock drauf. Das auf jeden Fall, ja. We want them to be able to react in the middle. The Invincible. With maneuvering, with use of abilities. Definitiv ein Titel, der durchaus anschaubar ist. We've slowed it down just a little bit to give players that breathing room. Ja, und halt Dune, der immer noch tierisch nervös macht, wa? I don't know what to do now. Genau. Und Nivalis. Imagine if I continued reading on that take that was above average. Imagine that.
that's not all. Oh, fucking balls. Auch sehr selten, dass es so ein Credit Roll gibt für sowas. Outtakes. I have a rogue Tja. shoelace. No! It's solved. I solved the problem. Talent took care of it by himself. Talent is an adult. I'm ready. Tell me when. If there was an award for being unbearably cute while also being unbearably fun, there's no question it'd be down to the wire between Critter Cove and yours truly. Ja, nächste Woche gibt es auch einige Streams, wo wir dann auch live gehen werden. Um 18:45 Uhr am Montag ist die Ubisoft Forward. Dann um Mitternacht das Capcom Showcase. Dann am Dienstag um 19 Uhr gibt es dann Xbox Games Showcase Extended. Also die gleichen Spiele, die wir schon gesehen haben heute bei Xbox. Nur nochmal Interviews, ein bisschen Gameplay dazu. Dann am Mittwoch Grasshopper Direct um 6 Uhr in der Früh, wer sich das geben will. Da wird dann wahrscheinlich das Shadows of the Damned Remaster gezeigt. Am Freitag das Ryoga Gotoku Studio Summit um 5 Uhr in der Früh. Dann mehr zu Like a Dragon Gaiden und Like a Dragon 8, beziehungsweise wie auch immer das jetzt heißen mag. Ja, so einiges am Programm halt noch. Was wir definitiv streamen werden, wie gesagt, dann eben Ubisoft Forward und das Capcom Showcase. Bei den anderen mal sehen. Die sind dann teilweise zu Unzeiten oder nicht so super spannend. Das ist eine ganze Menge Partner. Ja, danke Exos, dass du mit mir durchgehalten hast durch diese komische gerne, Moderation. Also, ja, hat schon gepasst. Allein für Dune hat es sich nochmal gelohnt am Ende. Ja, die waren ja auch mal noch ein paar nette Bilder nochmal von Dune dabei, was man ja noch nicht alles gesehen hatte. Ja, danke fürs Zusehen und dann sehen wir uns bei Ubisoft Forward wieder. Jo, danke fürs Zuschauen. Tschüss.